Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Die Seelöwen-Show im Loro-Parke ist lehrreich und spektakulär. Hinter dem, was während der Show so leicht aussieht, steckt viel Arbeit. Das zeigt sich besonders, wenn ein neues Tier in die Gruppe kommt. Hier sehen wir Gino. Gino ist vor einigen Monaten in den Loro-Parke gekommen. Dies sind Aufnahmen aus dem Juni 2023. Gino lernt nun nach und nach die Verhalten, die er später auch in der Show zeigen soll. Ebenfalls lernt er nach und nach seine neue Familie kennen. Gino ist noch ein echter Jungspund und, naja, nicht unbedingt ein Gentleman. Aber das schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine Session ausschaut. Wir sehen Gino, er kommt gerade aus seiner Position. Das ist die Position, die die adulten männlichen Seelöwen während der Show einnehmen. Man sieht, er hat die Position gefunden, er wird belohnt. Alles ist erstmal wunderbar gelaufen. Was wir jetzt sehen, ist ein Verhalten, das ist erstmal ziemlich wichtig generell in aller Tierhaltung. Nämlich, man bringt dem Tier bei, sich zu beruhigen. Und zwar auf Kommando zu beruhigen, sich zu entspannen. Und das macht der Gino ganz gut. Deshalb bekommt er auch Streicheleinheiten. Dass man ihn so beruhigt anfassen kann, ist sehr, sehr wichtig. Auch in der täglichen Pflege. Warum? Wenn der Tierarzt mal vorbeikommt und sich den Gino anschauen möchte, dann ist es super, wenn er sich einfach ruhig hinlegen kann, entspannt dabei ist. Genau das macht es dann allen Beteiligten leichter. Es ist leichter für Gino, es ist leichter für den Tierarzt und natürlich auch die Pfleger. Das hat er jetzt ganz gut gemacht. Jetzt geht es zurück auf die Position, die wir ja eben schon gesehen haben. Aber genau das. Der Gino hat sich nämlich angewöhnt, sich falsch hinzusetzen. Das kennt der ein oder andere vielleicht von Kindern, die sich zum Beispiel in der Schule oder auch zu Hause irgendwie ganz komisch hinsetzen. Das ist natürlich an sich kein gewünschtes Verhalten. Und die operante Konditionierung mit der Basis der positiven Verstärkung basiert eben darauf, dass man gewünschtes Verhalten belohnt. Wenn sich jetzt also ein Tier nicht richtig hinsetzt, wie das der Gino jetzt macht, kann man das im Prinzip nicht belohnen. Allerdings hat er natürlich die Position richtig gefunden. Jetzt wird natürlich darauf geachtet, dass Gino genau richtig sitzen bleibt. Das macht er jetzt gerade. Der Trainer hat das Auge darauf, holt sich den Fisch und belohnt jetzt genau die richtige Sitzposition. Und da kommt die Flosse wieder. Das heißt, Gino muss sich jetzt daran gewöhnen, muss jetzt lernen, ständig richtig und ordentlich sitzen zu bleiben. So, jetzt kam die Flosse wieder nach oben. Da kommt jetzt sogar die zweite noch dahinter. Und wie man sieht, wird das Tier nicht irgendwie bestraft oder so, sondern man ignoriert das falsche Verhalten und erfragt es einfach nochmal. Jetzt mit einem Target, um nochmal bessere Trainingsergebnisse zu erzielen. Aber man sieht, der hat wieder die Flosse dahin gelegt. Das soll er natürlich nicht machen. Jetzt hilft es aber natürlich nicht ewig an diesem einen Verhalten rumzudoktern, sondern was der Trainer jetzt macht, er lässt Gino mal ein Verhalten
ausführen, was er super gut kann, woran er unglaublich viel Spaß hat und was er natürlich, wie man sieht, formschön darbietet. Dazu gehört natürlich auch wieder die Rückkehr auf die richtige Position. Jetzt schauen wir, was Gino jetzt macht. Jetzt sitzt er erstmal wieder gut. Und jetzt hat der Trainer gemerkt, okay, diese kleine Ablenkung hat funktioniert und er hat jetzt eine wunderbare Position. Da hält er jetzt das Auge drauf und belohnt natürlich das richtige Verhalten. Durch die Belohnung soll das richtige Verhalten, das jetzt auch nochmal hier schön gezeigt wird, von Gino eben auch häufiger dargeboten werden. Jetzt sehen wir im Hintergrund schon, da kommt jemand Zweites. Und das ist nicht nur ein zweiter Trainer, sondern das ist auch ein zweiter Seelöwe, nämlich die Sidonie. Treue Follower von SUS Media kennen Sidonie aus einem, doch etwas zurückliegenden Video über 3 Jungtiere im Loro-Park. Da waren wir Backstage, haben uns 3 Jungtiere angeschaut und Sidonie war eine davon. So sieht sie heute aus. Ein junges Weibchen, selbstbewusst und ja, sie trifft jetzt auf Gino. Wir haben ja eben gehört, Gino ist nicht unbedingt ein Gentleman. Das ist erstmal für junge Seelöwen jetzt nichts Ungewöhnliches, aber darauf muss man natürlich Rücksicht nehmen, wenn man die Tiere aneinander gewöhnt. Daher haben die beiden jetzt erstmal relativ weit voneinander weg eine ganz entspannte Position eingenommen. Gino macht wieder vorbildlich seine Position später in der Show und auch Sidonie ist ganz ruhig auf ihrer Position später in der Show. Und so wird jetzt mal ein Verhalten gezeigt, was er auch später in der Show zeigen wird. Er schwimmt weg und kommt wieder zurück. Jetzt verpasst er erstmal den Ausgangspunkt, aber jetzt hat er genau mitbekommen, er muss raus und wieder auf diese richtige Position, in der richtigen Körperposition. Das macht er auch. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Verhalten. Nämlich, er soll jetzt hier vorne herkommen und sich somit der Sidonie ein bisschen annähern. Die Sidonie soll jetzt auch etwas in seine Nähe kommen und jetzt sieht man schon, warum der Gino nicht unbedingt als Gentleman bekannt ist. Was er jetzt macht, ist keine Aggression oder keine böse Absicht. Er möchte einfach nur zeigen, dass er hier nun mal der Mann im Haus ist und die Sidonie ist selbstbewusst genug, um zu zeigen, ja, ich bin aber auch noch hier. Das sind ganz normale soziale Interaktionen zwischen Seelöwen, auch die Pfleger beschwichtigen gerade, ist überhaupt kein Problem. Das ist halt im Prozess der Gewöhnung der Tiere aneinander so. Die tun sich auch nicht weh, das ist alles sehr, sehr typisch Seelöwe, typisch junge Seelöwen auch, aber sie müssen eben lernen, dass sie nebeneinander ruhig und entspannt bleiben können. Jetzt also der nächste Versuch. Der Gino zeigt sich wunderbar. Die Sidonie ist auch ganz beruhigt. Und wir sehen schon den ersten Fortschritt. Der wird jetzt nicht zu überstrapaziert, deshalb gehen jetzt beide zurück auf ihre Position. Das ist schon mal ein wichtiger Fortschritt in eben diesem Training. Da hat er gerade wieder mit der Position seine typischen Problemchen, aber das wird auch mit der Zeit anders werden. Und wir sind jetzt wieder an der Ausgangsposition. Da werden beide belohnt, weil es ja im Prinzip jetzt im zweiten Anlauf ein guter Durchlauf war. Das heißt, die beiden waren ruhig nebeneinander, zwar nur für eine kurze Zeit, aber jetzt ist eben der Plan bzw. das Trainingsziel, diese Zeit weiter zu verlängern. Mit der Motivation dieser doch sehr positiv verlaufenden zweiten Version des Verhaltens kommt nun der dritte Versuch. Und wir sehen auch hier, der Gino geht wieder in seine Ruheposition, die Sidonie auch. Die sind jetzt wieder ein Stückchen näher aneinander. Gino entspannt sich jetzt auch wunderbar und beide Tiere liegen entspannt nebeneinander. Wunderbar gemacht. Das war dann das entsprechende Signal dafür, dass die Tiere das richtig gemacht haben. Jetzt werden sie reichlich belohnt. Auch Streicheleinheiten zählen zu Belohnungen. Das sind sekundäre Belohnungen. Hier sieht man jetzt eine primäre Belohnung, nämlich den Fisch. Und Gino ist super in der Position, Sidonie ist super in der Position, die haben eine schöne Zeit zusammen verbracht. Jetzt geht Sidonie wieder nach hinten und Gino wird belohnt. Weil im Prinzip geht es um Gino, dass er sich ruhig mit den Weibchen verhält. Und das hat ganz gut funktioniert jetzt. Hätte besser sein können,
Aber das ist eben jetzt die Aufgabe für die Trainer und die Tiere in den nächsten Wochen, dass Gino immer entspannter werden kann mit den Weibchen. Und das ist eben die Grundvoraussetzung, später in der Show zu sein. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum zeigt er das? Das lässt sich aber nicht wirklich rekonstruieren. Er ist bereits mit diesem nicht gentlemanhaften Verhalten in den Loro-Park gekommen. Aber jetzt ist es eben die Aufgabe der Trainer, dem Gino jetzt die Manieren beizubringen und wie man eben mit Weibchen ordentlich und respektvoll umgeht. Das ist auch für seinen späteren Lebensweg dann ganz wichtig, wenn er irgendwann mal für Jungtiere sorgen soll. Aber das ist ein wunderschönes Beispiel, um mal zu zeigen, wie viel Arbeit hinter so einem Showauftritt von einem Tier nun mal steckt. Und das sehen viele Leute nicht, deshalb haben wir mal hinter die Kulissen des Loro-Park geschaut und sind sehr froh, dass wir das ermöglichen konnten. Gerade seht ihr wieder Showbilder. Die allerdings sind natürlich mit einem anderen Männchen, nämlich mit Rocky, der ist auch vor einigen Jahren im Loro-Park geboren worden. Und macht sich ganz prima in der Show, die Leute sind begeistert und bekommen natürlich mit dieser Begeisterung viele spannende Bildungsinhalte rund um Seelöwen und ihren Schutz vermittelt. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.